Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema fallende Gold-Silber-Ratio macht das Jahr 2023 zum Jahr der Goldaktien. Disclaimer. Fallende Gold-Silber-Ratio macht das Jahr 2023 zum Jahr der Goldaktien. Immer wenn Silber stärker als Gold steigt, war das gut für Goldaktien, wie 2010, 2016, 2020 und vermutlich jetzt im Jahr 2023. Siehe den möglichen Fall der Ratio auf 30 im Bild. Dann kommt es vermutlich wieder 2 Jahre zu Stagnation beziehungsweise zum Rückgang bei Goldaktien, bevor dann vermutlich 2027 die finale Goldaktien-Rallye einsetzt. In jedem Fall kommt es jetzt zum stärksten Fall der Ratio, was wiederum jetzt die potenziell stärkste Goldaktien-Rallye auslösen dürfte. So sieht es hier der Chartist. Das ist eben die Gold-Silber-Ratio. Der ganz große Punkt war die Corona-Krise, wo Gold im Verhältnis zu Silber um die 110 oder waren es sogar ganz kurz noch höher bewertet waren. Dann ist es halt stark gefallen in Richtung 70. Dann Anfang des Jahres 2021 setzte das Reversal ein, hat einen neuen Punkt erreicht. Das war dann im September letzten Jahres. Seitdem fallen. Jetzt haben wir wieder eine kleinere Gegenbewegung. Und Sie sehen, der Chassist sieht das auch nur als kleinere Gegenbewegung. Der Fall der Ratio kommt und das bedeutet eben wesentlich stärkeren Silberpreisanstieg als Goldpreisanstieg, wenn überhaupt. Also sage ich mal, dass es eine Goldaktienrallye gibt, braucht es nicht unbedingt einen steigenden Goldpreis, sondern im Wesentlichen hängt das am Silber. Und ein Silberspike ist durchaus wahrscheinlich. Nichtsdestoweniger sehen ja die meisten Chartisten ein Übersteigen des Goldpreises auf über 2000, 2200 Dollar. Und Silber geht möglicherweise in Richtung 50 oder mehr und dürfte dann möglicherweise auch schon wieder scharf korrigieren, was dann im Grunde genommen hier am Ende des Jahres hier diese zweijährige Gegenbewegung, die wir ja eben auch gerade durchlegen, dass sich das wie so ein Déjà-vu nochmal wiederholt. Also es würde theoretisch bedeuten, natürlich hat man keine Glaskugel, wir machen jetzt exorbitante Gewinne mit Goldaktien, sehen zu, dass wir dann zum beispielsweise mehr Gold von kaufen können. Und wenn dann diese Ratio hier beispielsweise zurückgeht, theoretisch, also wieder ansteigt, könnte man dann entweder A, nochmal in Goldaktien einsteigen oder B, nochmal sein Gold in Silber wechseln, weil, sag ich mal, das finale Gold-Silber-Ziel ist auch klar. Das wird mindestens, werden wir die Zahlen von 1980 sehen, das heißt eine Unze Gold, 15 Unzen. Wie lange und lang nachhaltig das Ganze ist, bleibt abzuwarten. Aber bei uns geht es jetzt hier um den mittleren Teil und das bedeutet Goldaktienrallye ganz einfach, ganz ähnlich hier wie 2011. Ja, hier ist ein Gold-Silber-Polymetallic-Projekt gerade, Operationsgebiet Britisch-Kolumbien, Marktkapitalisierung 7,5 Millionen kanadische Dollar, hohes Risiko. Die haben im Wesentlichen 5 Projekte. Einmal hier das Natal Sul Mountain Projekt. Das ist nördlich von Smithers in Britisch-Kolumbien. Die haben dort polymetallische Silber, Gold, Kupfer, Molybden, Bismut, Zink, Blei. Vorkommen. Das sind 71 Quadratkilometer im nordöstlichen Ecke von Hazleton. Dann haben sie das Projekt Red Springs mit 41.000 Hektar. Es befindet sich im Nordwesten von Britisch-Kolumbien und umfasst ein System aus 3 oder mehr Kupfergoldporphyrin. Dieses System weist 2 unterschiedliche mineralisierte Zonen auf, eine ausgedehnte, hochgradige goldhaltige Mineralisierungszone mit Kobalt, Kupfer, Antimon und Bismut sowie eine zweite Zone mit hochgradigen Antimon-Silbermineralisierung. Dann haben sie noch das Projekt Blunt Mountain, 70 Quadratkilometer, es liegt 45 Kilometer nördlich von Smithers in Britisch-Kolumbien, 70 Quadratkilometer, Umrisse einer möglichen großen und tiefliegenden Kupfer.
Molybdän-Porphyrie-System ist identifiziert worden. Dann haben sie noch das Max-Knoll-Gebiet, 47.000 Hektar, 11 Abschnitte mit hochgradigem Silber, über 100 Gramm pro Tonne Gehalt von 103 Gramm pro Tonne bis in der Spitze 1206 Gramm pro Tonne Silber, 11% Zink und 2,7% Gramm pro Tonne Gold. Dann haben sie auch noch das Kiss-Piox Mountain Projekt mit 70.000 Hektar. Also sie kriegen da ziemlich viel Gebiet mit hochgradigen Sachen in einem absolut guten Rechtsgebiet für hier Marktkapitalisierung 7,5 Millionen Dollar, verschwinden gering nach wie vor noch, sitzen wie gesagt in British Columbia. Sie sehen es hier mehr oder weniger im Nordwesten, in der Nähe, wo hier nachher schon Alaska beginnt. Ähm, ja, Sie sehen es auch charttechnisch. Der Boden ist eindeutig gefunden. Das Unternehmen bricht aus, kann also sehr schnell hochgehen, kann sich vermutlich früher oder später auch Richtung $1 bewegen. Das Ganze ist natürlich hohes Risiko, wie alle dieser Typus von Aktien, aber einem richtigen Gold- und Silberboom, wo Gold über 2000 oder Silber Richtung 50 steigt, werden diese Aktien ganz anders bewertet. Wie immer, keine Kaufempfehlung, sicherlich aber einfach mal ein interessantes Unternehmen, das man sich anschaut. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre, deswegen sind wir da so hinterher in diese Goldaktien investieren, weil wir hoffen, dass was Ähnliches passiert. Damals sind Goldaktien von 10, 20, 30 Cent Richtung 10, 20, 30, $40 gestiegen. Gar nicht selten konnte man aus $1.000 eine Viertelmillion machen. Wir hoffen natürlich, dass sich sowas jetzt mehr oder weniger hoffentlich auf breiter Basis erholt. Ein anderes Indiz dafür spricht, ist nochmal hier die 25-jährige Gold-Silber-Ratio. Sie sehen das in den 70er, 80er Jahren. Also das sind Goldaktien im Verhältnis zu Gold, waren Goldaktien strukturell wesentlich höher bewertet. Erst seit 1996 offensichtlich wurde das so weit manipuliert, dass Goldaktien im Verhältnis zu Gold völlig dezimiert worden sind. Und der Boden ist im Grunde genommen eigentlich erst jetzt oder eben seit 2016 mit einigen Schwankungen gefunden worden. Und natürlich jetzt mit der zunehmenden Schwäche des Gesamtsystems, die Manipulation ist nicht mehr aufzuhalten. Sie kennen die Diskussion mit der COMEX etc., dürfte viele Investoren dazu veranlassen, sich weiter gute Goldaktien oder Explorationsgebiete zu kaufen, um sich die dementsprechend Gold und Silber damit indirekt zu sichern. Und genau das könnte eben zu einem überproportionalen Zurückschnappen dieser Goldaktien-Gold-Ratio führen. Das könnte schnell in den Mittelbereich kommen und möglich darüber hinausgehen. Das würde einfach bedeuten, dass die größte Goldaktien-Rallye aller Zeiten vor uns liegt und setzen das im Vergleich mit den alten Zahlen aus den hier 1970er 70er Jahren. Also es theoretisch könnte wirklich Großes bevorstehen. Ja, 1000-Becker-Report versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor aus Marktkapitalisierung, Anzahl Grad des Goldes im Länderrisiko zu entwickeln. Exit-Strategie haben wir entwickelt. Ja, Einlagen von Gold und Silber mittels der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, die sind immer in Gold und Silber gekommen. Ähm, Preisvergleich natürlich machen, bevor man überhaupt physische Ware kauft. Ansonsten, mit welchem Broker kann man arbeiten, wo kann man Edelmetall einlagern, weitere Informationsquellen zu Goldaktien, Diskussionsforen, wenn Sie Rückfragen, Zustellungsprobleme, whatever haben, kontaktieren, mir eine E-Mail schreiben, mich anrufen. Ich würde mich dann, sobald es möglich ist, Sie dann wieder kontaktieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, damit Sie sofort über neue Videos informiert werden. Ein Like, das Sie vielleicht geben wollen, würde dazu führen, dass anderen Zuschauern bei YouTube dann eben dieses Video auch aufgezeigt oder vorgeschlagen wird und würde dann eben zur Verbreitung führen. Ja, nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.